Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir, wie du ein Schneemann-Ornament häkeln kannst. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und vielleicht hinterlässt du auch einen Kommentar. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann kannst du auch einfach ein Emote benutzen. Das würde mir mit dem Algorithmus sehr helfen. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du brauchst dafür ein paar Farben. Du nimmst am besten die, die du am schönsten findest. Die einzigen, die du wirklich brauchst, sind weiß und orange. Und eine Häkelnadel 2,5 sowie Sicherheitsaugen 9 Millimeter. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist, und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Du hast dann am Ende 12. Nun verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Eine feste Masche, 2 feste Maschen. Du hast am Ende dann 18 Maschen. Dann verdoppelst du jede dritte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Du solltest am Ende 24 Maschen haben. Jetzt verdoppelst du jede vierte Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Du solltest am Ende 30 Maschen haben. Dann verdoppelst du jede fünfte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die fünfte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 36 Maschen haben. Jetzt verdoppelst du noch jede sechste Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang und am Ende solltest du 42 Maschen haben. Dann häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 8 normale Runden. Dann bringen wir die Sicherheitsaugen an und die liegen bei mir zwischen der 11. und 12. Runde. Du zählst das von oben ab. Der erste Kreis ist die erste Runde und so weiter. Und da bringst du dann das Auge an. Dazwischen liegen circa 6 bis 7 Maschen.
Dann schaust du, ob dir das gefällt. Wenn ja, dann kannst du die Sicherheitsplatten dran machen. Dann fangen wir an, die Maschen abzunehmen und da du zuletzt jede sechste Masche zugenommen hast, nimmst du jetzt jede sechste und siebte Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche und dann hast du hier das vordere und das hintere Maschenglied, einmal das vordere und einmal das hintere und du stichst jetzt in das vordere Maschenglied der sechsten ein, das vordere Maschenglied der siebten, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. So funktionieren die Abnahmen. Ich zeige es dir nochmal. In die nächsten 5 Maschen häkelst du wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in das vordere Maschenglied der sechsten ein, der siebten, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 36 Maschen haben. Dann nimmst du jede fünfte und sechste Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die fünfte vorderes Maschenglied ein, in die sechste vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 30 Maschen haben. Dann kannst du anfangen, das Ganze schon mal ein bisschen auszustopfen. Du beginnst zwischen den Augen und versuchst es so zu stopfen, dass sich die Platten darunter nicht verschieben, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Also, immer zwischen den Augen anfangen, da drüber und einfach gucken, dass die sich nicht verschieben und das stopfst du jetzt nach und nach immer mal wieder aus. Dann nimmst du jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die vierte vorderes Maschenglied ein, in die fünfte vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende der Runde solltest du 24 Maschen haben. Dann nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab, also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, in die dritte vorderes Maschenglied einstechen, in die vierte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang und am Ende der Runde solltest du 18 Maschen haben. Dann nimmst du jede zweite und dritte Masche zusammen ab, also in die erste eine feste Masche, in die zweite vorderes Maschenglied einstechen, in die dritte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 12 Maschen haben. Jetzt wird jede erste und zweite Masche zusammen abgenommen. Du stichst also in die erste vorderes Maschenglied ein, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang und am Ende hast du 6 Maschen. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Fertig ist das Köpfchen und jetzt nähen wir noch das kleine Loch unten zu und dafür stichst du mit einer Nadel unter oder zwischen die Maschen durch nach innen, kommst nach außen, gehst drum herum, gehst wieder nach innen, kommst drum herum nach außen, wieder nach innen und das machst du, bis du am Ende angekommen bist. Und wenn du am Ende angekommen bist, kannst du den Faden festziehen und dann stichst du noch mal durch die Mitte durch, kommst irgendwo raus und dann kannst du den Faden einfach abschneiden. Da du jetzt weißt, wie Abnahmen und Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Hier ist die Nase, dann die rosanen Wangen. Ist kein Muss, ich fand es aber niedlich. Und weiter geht's mit dem Hut und hier schreibe ich dir auf, wie du das häkelst und dann zeige ich dir, wie der Rest funktioniert. Wenn du also jede fünfte Masche verdoppelt hast, dann häkelst du jetzt
In jede Masche eine feste Masche, stichst aber nur in das hintere Maschenglied ein. Also anders als vorher nicht das vordere, sondern das hintere. Und du häkelst in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, häkelst du 6 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 6 normale Runden. Du stichst jetzt wieder durch beide Maschenglieder durch. Jetzt verdoppelst du jede sechste Masche, du stichst aber dabei nur in das vordere Maschenglied ein und du häkelst jetzt natürlich wieder in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Du hast dann am Ende natürlich wieder 42 Maschen. Dann stichst du wieder durch beide Maschenglieder durch und verdoppelst jetzt jede siebte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche und in die siebte wieder 2 feste Maschen. Am Ende solltest du 48 Maschen haben. Nun wird jede achte Masche verdoppelt. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche und in die achte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und am Ende solltest du 54 Maschen haben. Wenn du das hast, dann häkelst du in die erste Masche eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Jetzt machen wir noch ein Bändchen für den Hut und dafür schlägst du erstmal 41 Luftmaschen an. Und wenn du das hast, stichst du in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in jede Luftmasche eine feste Masche. Du solltest am Ende 40 Maschen haben. Bevor du den Faden jetzt abschneidest, kannst du einmal gucken, ob das für dich am Hut passt. Der sollte einfach locker drum passen. Wir häkeln alle unterschiedlich, das heißt, es kann sein, du brauchst ein paar mehr Maschen oder ein paar weniger. Du probierst es also einmal aus, passt der drum herum, kannst du den Faden abschneiden. Dann häkeln wir den Schal und dafür machst du wieder eine normale Schlaufe und dann schlägst du 7 Luftmaschen an und wir arbeiten gleich in halben Stäbchen. Du machst also einen Umschlag, stichst in die dritte Luftmasche von der Nadel aus ein, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Dann in die nächste Masche wieder ein halbes Stäbchen, Umschlag, einstechen, Faden holen, durch alle 3 Schlaufen ziehen. Das wiederholst du bis zum Schluss. Dann häkelst du eine Luftmasche, wendest das Stück und du machst jetzt ein halbes Stäbchen in die erste Masche und in die nächsten 3 Maschen ebenfalls ein halbes Stäbchen, stichst aber dabei nur in das hintere Maschenglied ein. In die letzte Masche häkelst du durch beide Maschenglieder durch. Also immer in die erste und letzte durch beide Maschenglieder durchstechen und in die anderen 3 eben ins hintere Maschenglied einstechen. Und das wiederholst du jetzt insgesamt 29 Mal, also bis du insgesamt 29 Reihen gehäkelt hast. Du kannst aber auch weniger machen. Du musst einfach schauen, ob es um den Kopf herum passt.
aber das siehst du gleich. Bei mir überlappt das ein bisschen und fand ich auch nicht schlimm. Also, ich habe insgesamt 29 Reihen gehäkelt. Und am Ende kannst du den Faden wieder abschneiden, lass ein längeres Stück hängen, damit du das annähen kannst und ziehst den Faden wieder komplett durch. Und jetzt nähen wir erst mal das Bändchen zusammen für den Hut und dafür stichst du mit einer Nadel auf die andere Seite ein und ziehst den Faden fest. Dann stichst du wieder auf der anderen Seite ein und kommst direkt auf die andere Seite. Wenn du das dann hast, dann kannst du auf der inneren Seite den Faden vernähen. Also dafür stichst du noch mal nach innen ein, drehst das Bändchen um und fädelst dich da jetzt durch so ein paar Maschen durch und so vernähst du alle Fäden. Also auch die am Hut und so. Also, ja, einfach noch mal 'n bisschen einfädeln und dann kannst du den Faden abschneiden und so machst du das auch beim Hut. Und dann kannst du das Bändchen einfach um den Hut legen und jetzt ist der Hut auch komplett fertig. Jetzt zeige ich dir, wie du die Teile annähst. Ich habe die Wangen direkt neben die Augen gemacht und die Nase kommt direkt in die Mitte von den Augen. Und du nähst alle Teile gleich an. Du stichst also von der Nase in den Kopf ein und ziehst den Faden fest. Dann gehst du an der Nase in die nächste Masche und direkt durch den Kopf und ziehst den Faden fest. Dann an der Nase wieder in die nächste Masche, durch den Kopf und ziehst den Faden fest. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du dann drumherum bist, dann kannst du den Faden einfach noch mal an der Nase einstechen und kommst irgendwo raus und kannst dann den Faden abschneiden. Und so nähst du jetzt auch die Wangen an. Und dann zeige ich dir, wie du die Augenbrauen machst. Und du stichst mit der Farbe ein, die du möchtest. Ich empfehle schwarz und kommst über dem Auge raus, 2 Reihen circa, und gehst eine Reihe schräg runter und kannst direkt auch auf die andere Seite gehen. Versuche es ungefähr in derselben Reihe rauskommen zu lassen wie vorher. Vielleicht brauchst du ein paar Versuche, aber das ist gar nicht schlimm. Ich brauche auch meistens mehrere Versuche. Und dann gehst du auch hier wieder ein Stück runter und dann kannst du den Faden irgendwo durchstechen und schneidest ihn einfach ab. Also ganz einfach. Dann nähen wir den Schal an und du steckst den dir so fest, dass er direkt unter den Wangen ist. Und du versuchst einfach in derselben Reihe zu bleiben. Ich weiß, das ist immer gar nicht so einfach. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen schräg wird. Mach dir da keinen Stress. Und du stichst jetzt da einfach ein, kommst beim Kopf raus und ziehst den Faden fest. Dann gehst du eine Masche weiter durch den Kopf, kannst direkt da beim Schal auch wieder hochkommen und ziehst den Faden fest. Und du musst eigentlich gar nicht jede Masche annähen. Also, du kannst auch größere Abstände nehmen, wenn du unter dem Schal bist sozusagen. Und du nähst es jetzt einfach an dieser Reihe da fest. Immer einstechen, rauskommen, Faden festziehen, einstechen, irgendwo rauskommen, Faden festziehen. So, dann haben wir ja noch die offene Stelle hier und die nähen wir jetzt auch noch zu und dafür stichst du einfach von der einen Seite zur anderen Seite, ziehst den Faden fest. Nächste Masche auf der anderen Seite, Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du unten bist und dann kannst du den Faden nach innen nochmal einstechen, fädelst den dann ein bisschen ein oder gehst direkt durch den Kopf und kannst den Faden dann abschneiden. Dasselbe jetzt mit dem Hut und wir stechen da irgendwo ein mit derselben Farbe
machen einen größeren Abstand. Du musst natürlich spüren, ob du durch den Kopf gekommen bist oder nicht. Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Dann machst du kleinen Abstand außen, größeren Abstand innen und den Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du drumherum bist, dann stichst du die Fäden einfach nochmal nach innen durch und kommst irgendwo raus und schneidest sie einfach ab. Dann häkeln wir noch das kleine Accessoire, diese Stechpalmenblätter. Und die Beere ist einfach nur ein Fadenring mit 6 festen Maschen und 2 runden Häkeln, mehr ist es nicht. Aber die Blätter zeige ich dir natürlich. Und ich habe dafür sehr dünnes Garn benutzt, weil es sonst zu groß gewesen wäre. Und du schlägst jetzt einfach wieder 6 Luftmaschen an. Häkelst in die nächsten 2 Maschen je eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen, in die nächste Masche, einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann häkelst du eine feste Masche in die nächste Masche, machst 2 Luftmaschen und machst eine Kettmasche in diese feste Masche. In die nächste Masche häkelst du wieder eine feste Masche, 2 Luftmaschen und wieder eine Kettmasche in die feste Masche. Dann häkelst du eine Kettmasche in die letzte Masche, noch eine Kettmasche und dann häkelst du auf der anderen Seite weiter. Du häkelst dort auch noch mal eine Kettmasche und dann häkelst du in die nächste Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine Kettmasche in die feste Masche, in die nächste Masche wieder eine feste Masche, 2 Luftmaschen und eine Kettmasche in die feste Masche. In die letzten 2 Maschen häkelst du jeweils eine Kettmasche. Und dann kannst du den Faden abschneiden und wieder komplett durchziehen. Das Blatt brauchst du zweimal. Und diese 2 Blätter nähst du genauso wie vorher an den Schal an und die Beere da drauf. Und dann hast du das Accessoire auch fertig. Und dann brauchen wir ja noch ein Bändchen, damit wir das Ornament anhängen können. Und ich mache das an die Seite. Du kannst es natürlich dran machen, wo du möchtest. Und ich steche dann einfach mit der Häkelnadel an die Seite ein, hole mir den grünen Faden, den nehme ich als Bändchen und dann häkle ich einfach ein paar Luftmaschen, so wo ich denke, dass es reicht, dass ich es an einen Zweig hängen könnte. Und wenn ich das habe, dann steche ich nochmal an derselben Stelle ein, hole mir den Faden und mache eine Kettmasche. Dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen und vernähst dann den Faden und stichst die Fäden wieder irgendwo am Ende durch und schneidest die Fäden ab. Und dann ist dein Schneemann-Ornament auch fertig und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern und vielleicht abonnierst du ja auch den Kanal und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!